Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Es ist großartig, dass du wieder eingeschaltet hast. In unserer letzten Folge waren wir sprachliche Scharfschützen. Wir haben gelernt, mit Wörtern wie dieser und jener ganz präzise auf Dinge zu zeigen. Wir waren im Modus der totalen Klarheit. Heute machen wir genau das Gegenteil. Wir begeben uns in den Nebel. Stell dir vor, du weißt nicht genau, wer etwas getan hat. Oder es ist dir egal, welches Ding genau gemeint ist. Oder du willst über alle Menschen gleichzeitig sprechen, ohne jeden einzelnen Namen zu nennen. Genau dafür brauchen wir die Indefinitpronomen. Das klingt kompliziert, heißt aber einfach nur unbestimmte Fürwörter. Unsere Hauptdarsteller heute sind Wörter, die du sicher schon oft gehört hast. Jemand, niemand, etwas, alles und jeder. Diese Wörter sind unverzichtbar für den Alltag. Ohne sie könntest du keine Geheimnisse erzählen, keine allgemeinen Weisheiten aussprechen und nicht mal fragen, ob noch etwas Milch da ist. Wir werden lernen, wie man sie benutzt, wie sie sich verändern und ich verrate dir einen Trick, wie Muttersprachler diese Wörter im Alltag oft abkürzen. Bist du bereit für ein bisschen geheimnisvolle Unbestimmtheit? Dann lass uns loslegen. Personen im Nebel, jemand und niemand. Fangen wir mit den Personen an. Stell dir vor, es klopft an der Tür. Du weißt nicht, wer es ist. Du sagst, da ist jemand an der Tür. Jemand ist das Wort für eine unbestimmte, unbekannte Person. Das Gegenstück dazu ist niemand, also keine Person. Das Schöne an diesen beiden Wörtern ist, du kannst sie im Alltag oft ganz ohne Veränderung benutzen. Aber wenn du präzises, schönes Deutsch sprechen willst, solltest du wissen, dass sie sich verändern können, je nachdem, welchen Fall sie im Satz haben. Die gute Nachricht ist, das klingt genauso, wie du es schon vom Artikel der oder den kennst. Hör genau hin. Im Nominativ, also wenn die Person das Subjekt ist, bleibt es einfach. Jemand. Jemand hat angerufen. Im Akkusativ, wenn die Person das Objekt ist, hängen wir oft die Endung n an. Aus jemand wird jemanden. Ich habe jemanden gesehen, so wie ich habe den Mann gesehen. Hast du niemanden getroffen? Im Dativ hängen wir die Endung em an. Aus jemand wird jemandem. Ich habe mit jemandem gesprochen. So wie mit dem Mann. Das hilft niemandem. Jetzt der Profi-Tipp für den Alltag. In der gesprochenen Umgangssprache sind die Deutschen oft ein bisschen faul. Es ist völlig akzeptabel und sehr üblich, die Endungen im Akkusativ und Dativ einfach wegzulassen. Du wirst oft hören, ich habe jemand gesehen oder ich habe mit niemand gesprochen. Beides ist okay. Aber wenn du schreibst oder besonders korrekt klingen willst, benutze die Endungen n und em. Das zeigt, dass du die Grammatik wirklich beherrschst. Dinge und Konzepte. Etwas, nichts und alles. Verlassen wir die Personen und schauen uns Dinge oder abstrakte Konzepte an. Hier haben wir 3 wichtige Wörter. Etwas, nichts und alles. Fangen wir mit den einfachsten an. Etwas für eine unbestimmte Sache oder Menge und nichts für das Fehlen von allem. Die fantastische Nachricht ist, diese beiden Wörter verändern sich nie. Egal ob Nominativ, Akkusativ oder Dativ, sie bleiben immer etwas und nichts. Keine Endungen, kein Stress.
Ich höre etwas, ich träume von etwas, ich sehe nichts, wir sind mit nichts zufrieden. Achtung, Umgangssprache. Bei etwas gibt es im gesprochenen Deutsch eine extrem häufige Kurzform. Statt hast du etwas gehört, sagen wir hast du was gehört? Statt ich möchte etwas essen, sagen wir ich möchte was essen. Gewöhn dich an dieses was. Es lässt dich sofort viel natürlicher klingen. Das dritte Wort in dieser Gruppe ist alles. Es umfasst die Gesamtheit von Dingen. Und hier musst du aufpassen. Im Gegensatz zu etwas und nichts wird alles dekliniert. Es verhält sich wie das neutrale Wort das. Im Nominativ und Akkusativ ist es alles. Alles ist gut, ich habe alles verstanden. Aber im Dativ bekommt es die Endung em, wird also zu allem. Ich bin mit allem zufrieden. Mit wem? Mit allem. Trotz allem geht es mir gut. Also merk dir, etwas und nichts sind starr, aber alles ist flexibel und passt sich an. Die Gruppe. Der Unterschied zwischen jeder und alle. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, an dem fast alle Deutschlerner am Anfang Fehler machen. Es geht um den Unterschied zwischen jeder und alle. Beide Wörter beschreiben eine ganze Gruppe, aber sie tun es auf unterschiedliche Weise. Die goldene Regel lautet: Jeder ist Singular. Es bedeutet jedes einzelne Individuum aus einer Gruppe. Alle ist Plural. Es bedeutet die ganze Gruppe zusammen. Das ist wie im Englischen der Unterschied zwischen each, every, Singular, und all, Plural. Schauen wir uns jeder an. Da es Singular ist, verhält es sich grammatikalisch wie der Artikel der. Und es verändert seine Endung genauso. Maskulin: Jeder Mensch muss essen. Wie der Mensch. Ich sehe jeden Tag fern. Akkusativ: Wie den Tag. Ich spreche mit jedem Studenten. Dativ: Wie dem Studenten. Feminin: Jede Frau. Neutral: Jedes Kind. Der häufigste Fehler ist, dass Lerner jeder mit einem Pluralwort benutzen. Falsch ist jeder Leute. Das geht nicht, weil jeder Singular ist und Leute Plural. Richtig ist alle Leute. Alle benutzen wir also immer, wenn das Substantiv im Plural steht. Alle Menschen sind gleich. Ich habe alle meine Freunde eingeladen. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Dativ Plural. Endung en. Also, willst du das Individuum betonen? Nimm jeder. Singular. Willst du die Masse betonen? Nimm alle. Plural. Der Verstärker, das magische Wort irgend. Zum Schluss habe ich noch ein kleines Extra-Werkzeug für dich, das deinen Ausdruck noch nuancierter macht. Du kannst vor fast alle diese Wörter das kleine Präfix irgend setzen. Was macht dieses irgend? Es verstärkt die Unbestimmtheit. Es macht aus jemand ein irgendjemand. Es betont, dass es wirklich völlig egal ist, wer oder was gemeint ist. Ist hier jemand? Frage nach einer Person. Ist hier irgendjemand? Frage nach irgendeiner Person. Egal wer. Hauptsache ein Mensch. Ich möchte etwas essen. Ich habe Hunger. Ich möchte irgendetwas essen. Es ist mir völlig egal was. Gib mir einfach Essen.
Kommst du mich besuchen? Ja, irgendwann. Zu einem unbestimmten Zeitpunkt. Wie hast du das gemacht? Irgendwie. Auf eine unbestimmte Art. Dieses Irgend ist der ultimative Ausdruck von es spielt keine Rolle, welches genau. Und damit lichtet sich der Nebel auch schon wieder. Du siehst, auch wenn diese Wörter unbestimmt heißen, folgen sie klaren und logischen Mustern. Lass uns die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Jemand und niemand benutzt du für Personen. Sie können im Akkusativ, en und Dativ, em Endungen bekommen, bleiben aber in der Umgangssprache oft unverändert. Etwas und nichts verändern sich nie und im Alltag wird aus etwas fast immer was. Alles wird wie ein neutrales Wort dekliniert, mit allem. Jeder ist Singular, jede einzelne Person, alle ist Plural, die ganze Gruppe. Und mit dem Präfix irgend machst du alles noch unbestimmter und offener. Mein Tipp der Woche: achte in den nächsten Tagen darauf, wie oft im Deutschen das kleine Wort Mann benutzt wird. Auch das ist ein Indefinitpronomen. Und versuche selbst ein paar Sätze mit jeder oder alle zu bilden, um das Gefühl dafür zu trainieren. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Und in der nächsten Folge gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns ein Thema an, das du für jede Unterhaltung auf Deutsch brauchst: die W-Fragen und wie man sie richtig bildet. Wir klären endlich die Struktur von Fragen wie woher, wofür, worüber und warum. Diese kleinen Vorsilben wo und wor so wichtig sind, um natürlich und korrekt zu klingen. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute!